Herzlich willkommen auf unserem neuen Kanal. Vielleicht kennt der eine oder andere mich schon von unserem Reisekanal unter Womis Reisen. Den haben wir schon seit ein paar Jahren und reisen, also zeigen da unsere Reisen mit dem Wohnmobil. Und da wir schon des Öfteren jetzt gefragt wurden und gebeten wurden, wir sollten bitte mehr kochen im Urlaub und es auch zeigen und Rezepte zeigen, haben wir uns gedacht, wir machen einen neuen Kanal auf, damit nicht alles so durcheinander ist. Und hier geht es rein nur um Kochen und Backen. Und da wir leider noch nicht das ganze Jahr mit dem Wohnmobil unterwegs sein können, befinde ich mich heute in unserer Küche. Das heißt, hier auf diesem Kanal, den ihr gerne abonnieren dürft, werdet ihr nur Videos zum Kochen und Backen zu Hause und von unterwegs aus zu sehen bekommen. Ja, mehr dazu brauche ich glaube nicht sagen. So sauber sieht die Küche leider nicht immer aus. Ich habe auch gesagt, unseren neuen Kanal, weil mein Mann steht hinter der Kamera und der hilft auch immer fleißig beim Aufräumen, denn er sagt immer, also er sagt das, ich kann in kurzer Zeit, in 5 Minuten aus der Küche, in der Küche ein Chaos machen. Kann ich wirklich, ja. Ich muss mir jetzt natürlich ein bisschen lernen, dass es ein bisschen, ja, gediegener in meiner Küche zugeht, ne, dass ihr nicht immer so ein Chaos vorfindet, aber das werde ich jetzt gleich mal versuchen. Und ich habe mir lange überlegt, was ich als erstes für euch koche oder backe, und da habe ich mir gedacht, ich mache das, wo die meisten immer danach fragen, wenn ich irgendwo eingeladen bin, ich mache einen Käsekuchen. Einfach was ganz Einfaches, und es gibt auch 1000 Rezepte, aber der ist wirklich total lecker. Also mein Mann ist der beste Abnehmer vom Kuchen, da muss ich immer retten. Die Hälfte gehört mir. Die Hälfte gehört dir, darum ist er da auch, wie soll man sagen, hilft er auch gerne beim Aufräumen, wenn es einen Käsekuchen gibt. Das heißt, ich richte jetzt mal alles hin, die ganzen Zutaten, und dann willkommen beim ersten Backvideo. So, dann habe ich mal alle Zutaten für den Käsekuchen zubereitet. Als erstes werde ich mal den Backofen vorheizen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ja. Dann kann er schon mal vorheizen. Eine Backform habe ich auch schon vorbereitet. Einfach ein Backpapier dazwischen. Das, was zu viel ist, einmal drumherum schneiden. So klappt es am besten und ihr bekommt den Käsekuchen nachher auch wieder gut raus. Leckert mein Backofen, mein Kochfeld, ist ja gut. Wir werden jetzt als erstes mal den Boden machen. Dafür braucht ihr 200 Gramm Mehl, also ganz normal 405er Mehl. 1 Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Könnt ihr alles auf einmal reinmachen in eure Küchenmaschine. 75 Gramm Butter, Margarine, 75 Gramm Zucker und ein Ei. Ich mache das jetzt kurz im Thermomix. Schalte es mal kurz auf Stufe 5 hoch. Das geht eigentlich relativ zügig. Schauen wir mal. Das ist jetzt noch ziemlich krümelig, aber das macht gar nichts aus. Das könnt ihr natürlich auch genauso gut in jeder anderen Küchenmaschine oder einem Handrührgerät machen. Damit sich das besser wellen lässt, mache ich da ein bisschen Mehl dran. Das ist natürlich jetzt ein bisschen kleberig, da könnt ihr ruhig ein bisschen Mehl drauf machen. Dann einfach auswählen. Den wähle ich grundsätzlich in der Form aus, weil den bekommt das sonst da überhaupt gar nicht rein. Also wir mögen nicht so viel Rand am Kuchen. Unsere Tochter mag eigentlich gar keinen. Deswegen mache ich überhaupt gar nicht viel Rand hin. Und das ist auch gar nicht nötig. Nee. So. Man kann den
Den Teig für den Boden kann man natürlich auch eine halbe Stunde in den Kühlschrank machen, dann lässt er sich ein bisschen besser verarbeiten. Ich mache das nie. Das geht auch so. So, das passt schon. So 1 Zentimeter Rand reicht völlig aus. Das könnt ihr dann noch ein bisschen schöner machen. So. Ein Käsekuchen darf hier ruhig ein bisschen rustikal sein, muss nicht perfekt sein. Boden wäre schon mal fertig. Thermomix wird nicht mehr gebraucht. Für den Käsekuchen mache ich jetzt als erstes, da kommt zum Schluss noch 3 Eiweiß drunter. Die schlage ich jetzt schon mal steif, weil dann kann ich die Schüssel gleich weiterverwenden. Dafür darf die Kitty herhalten, weil die macht das besonders gut. So. Voilà. Das Eiweiß mache ich jetzt so lange in den Kühlschrank, bis ich es benötige. Die Schüssel kann ich gleich weiterverwenden, weil es geht eh mit Ei gleich weiter. Also muss man das jetzt vorher nicht ausspülen. Das wäre Quatsch. So. Ganz ungewohnt, wenn schon alles da hingerichtet ist. Dafür wird jetzt kein Rührgerät mehr benötigt. Ich benötige jetzt nur noch eine Schüssel und einen Schneebesen. Na, verkehrt. Habe ich denn das hin? Ach so. Jetzt dann. Das sind die 3 Eigelb. ...150 Gramm Zucker. So. Dann habe ich hier noch eine Tüte Vanillezucker. Auch gleich rein. So. 1 Kilo Magerquark haben wir hier. So. Das wird nachher insgesamt eine richtig flüssige Masse. Dann haben wir hier noch 2 Päckchen Vanillepuddingpulver. Ich nehme immer das vom Doktor, aber ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Ich habe es auch schon mit Sahnepudding genommen, weil ich keinen Vanillepudding da hatte. Es geht genauso. Also damit wird wirklich total mega lecker.
Dann kommt da ein paar Tropfen Buttervanille noch dazu. Und der Saft einer halben Zitrone. Das riecht ja schon mal nicht schlecht. Ja, gell, riecht schon nach Käsekuchen. 150 Ml Öl. Ich nehme immer Sonnenblumenöl. Und zum Schluss noch 500 Milli Milch. Machen wir nach und nach ein bisschen. Zum Schluss, zum Schluss ist es noch nicht, zum Schluss kommt noch das Eiweiß drunter. Das ist das Risiko groß, dass man es im Kühlschrank vergisst. Das ist mir auch schon passiert. In der Videobeschreibung findet ihr natürlich nochmal die ganzen Zutaten aufgelistet. Ihr müsst euch da jetzt nicht alles merken. Dann kommt noch das Eiweiß. Könnt ihr eine Teigschabe unterheben. Ich mache das immer mit dem Schneebesen vorsichtig. Damit das locker bleibt, oder was? Ja. Und der ist immer locker, ne? Der ist wirklich lecker. Ja, das war's schon. Das war echt kein Hexenwerk. So, machen wir hier mal ein bisschen Platz. Das ist übrigens eine 28er Form, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, weil in die 26er passt es nicht rein, der geht ja noch ganz schön auf, der Käsekuchen. Und das war's schon. Ich habe den Käsekuchen schon so oft gebacken. Der ist von Anfang an immer was geworden, aber mit der Backzeit hatte ich etwas rumgespielt. Weniger ist da ein bisschen mehr. Also lieber die Backtemperatur etwas niedriger machen, so zwischen 175 und 180 Grad, das reicht. Ich mache es jetzt auf 180 Grad und 70 Minuten ungefähr. Bei dem Käsekuchen muss man auch nicht nach 10 Minuten irgendwie was einschneiden, damit er nicht zusammenfällt. Das tut er auch so nicht. Also jetzt 180 Grad, 70 Minuten. Dann freuen wir uns mal aufs Ergebnis. So, nach 50 Minuten decken wir den Käsekuchen mal ab. Man sieht jetzt schon, wie schön das aufgegangen ist. Und damit er nicht zu dunkel wird, decken wir den letzten 20 Minuten mit dem Backpapier ab. So, nach 70 Minuten ist der Käsekuchen fertig. Man sieht, wie schön das aufgegangen ist. Und ganz wichtig, jetzt nicht aus dem Ofen nehmen. Lasst ihn gut eine Stunde im Ofen stehen, bei ausgeschaltetem Ofen. Türe auf. Dann sackt er nicht so schnell zusammen.
Und sieht auch nachher noch gut aus. Perfekt. Ja. Mein Mann würde dann am liebsten ja mal warm Mir läuft essen. schon das Wasser im Mund zusammen. Jetzt müssen wir nur nicht schnell kalt kriegen. Ja, das dauert. Und wie das immer so ist, wenn man was besonders gut machen möchte, dann geht irgendetwas schief. Also, nach 70 Minuten Backzeit, habe ich ja gesagt, lass den Kuchen noch eine Stunde drin, hat aber ein wichtiges Detail vergessen. Den Kuchen einmal den Rand lösen und dann im Ofen die Stunde drin lassen, damit der Kuchen nicht einreißt. In aller Aufregung für mein erstes Backvideo hatte ich das dann vergessen, habe das jetzt nachträglich gemacht. Also nach der Stunde noch auskühlen im Backofen, aber dann war es schon leicht zu spät. Macht nichts. Das beeinträchtigt nicht den Geschmack. Nein, das nicht, aber ärgert mich jetzt trotzdem ein bisschen. Ich habe ja das Backpapier da drunter gelassen, also beziehungsweise drunter gemacht, damit man das da wieder leicht runter bekommt. Man kann das jetzt entweder, überlege ich gerade, wie ich es am besten mache, man kann das so zurückrollen, eigentlich passiert da nichts. So. Ich habe da so eine überdimensionale Schaufel. Seht ihr? Dann kann man das nämlich sehr gut. Hoffentlich ohne Blessure. Yes. Der Riss fällt von hier gar nicht auf. Naja, so ist das halt. So ist das halt. Ach ja, mein Mann hat gemeint, ich könnte öfters abends backen, wenn er dann morgens zum Frühstück schon Kuchen essen kann. Aber wir müssen den ja jetzt auch testen, ne? Das heißt, ich schneide den Kuchen jetzt mal an. Jetzt guck dir das an. Achtung, schaut mal. Boah, guck mal die Seite. Schaut mal, wie weich das ist. Wie locker der ist. Hat man das Geräusch gehört? Mega. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Na dann komm mal her. Soll ich dir mal ein Stück reichen? Gib mal her. Den werde ich jetzt vernichten. Wie jetzt? Bitte schön. Okay. Oh, das war jetzt gut am Morgen. Also ihr Lieben, ich würde mich mega freuen, wenn ihr Lust habt, weiter mit mir zu kochen, zu backen, dabei zu sein. Dann zeigt es mir mit einem Abo. Also abonniert unseren Kanal, ich würde mich mega freuen. Lasst einen Daumen da nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr dürft auch gerne Anregungen geben und bitte nachbacken. Ich habe wirklich, also mir schmeckt eigentlich kein anderes Rezept so gut wie der. Mein Mann ist der absolute Käsekuchen-Fan, unsere Tochter auch und deswegen darf ich das ständig backen. In der Regel ohne Riss, aber ist jetzt egal. Wenn ihr es nachgebacken habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, wie er euch geschmeckt hat. Das würde mich wirklich interessieren. Ich habe den Kuchen übrigens auch schon mal gebacken mit dem Zuckeraustauschstoff Xylit. Und ich habe da keinen Unterschied bemerkt. Also wenn jemand sagt, ich muss darauf achten oder ja, wie auch immer, könnt ihr das gerne mal probieren. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald. Ich will das Kuchen essen. Du hast schon genug gehabt. Also tschüss. Ciao.